Hallo und willkommen zurück bei uns. Schön, dass du wieder reinhörst. Hallo auch von mir. Heute packen wir ein Thema an, das absolut grundlegend ist, wenn du neu nach Deutschland kommst Mhm. und deine erste eigene Wohnung beziehst. Es geht um die Anmeldung deines Wohnsitzes. Ganz genau. Ein wichtiger Schritt. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen trocken oder Behördengang und so. Kann sein, ja. Aber einer, der wirklich Türen öffnet. Genau das wollen wir uns heute anschauen. Glaubt mir, dieser Schritt ist entscheidend. Der offizielle Begriff dafür ist Wohnsitz anmelden. Richtig. Wir haben uns dazu eine Quelle angeschaut, die genau diesen Prozess beleuchtet. Lass uns das mal gemeinsam durchgehen. Gerne. Was genau verbirgt sich denn hinter dieser Anmeldung? Ist das mehr als nur, ein Formular ausfüllen? Ja, absolut. Im Kern ist die Anmeldung die offizielle Mitteilung an die deutschen Behörden, wo du wohnst. Okay. Du sagst dem Staat damit quasi, hier bin ich, unter dieser Adresse findet ihr mich. Verstehe. Das ist nicht nur eine Formalität, sondern die Basis dafür, dass du hier als Einwohnerin oder Einwohner überhaupt offiziell erfasst wirst. Ah, okay. Es ist sozusagen dein erster administrativer Fußabdruck im System. Genau das ist es. Verstehe. Man wird also offiziell Teil der Einwohnermeldedatei. Und wo genau muss ich das machen? Mhm. Laufe ich da einfach ins nächste Rathaus? Oder wie geht das? Zuständig ist in der Regel das sogenannte Bürgeramt. Bürgeramt, okay. Das ist quasi die zentrale Anlaufstelle in vielen Städten und Gemeinden für solche Behördengänge. Und in kleineren Orten? Ja, da kann es auch mal direkt das Rathaus sein. Das kommt ein bisschen drauf an. Okay. Und dort reiche ich dann meine Unterlagen ein. Genau. Und als Beleg dafür, dass alles geklappt hat, bekommst du dann ein sehr wichtiges Dokument ausgehändigt. Die Meldebescheinigung. Die Meldebescheinigung, okay. Das klingt schon sehr nach deutscher Gründlichkeit. Das ist es auch. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Warum ist dieses Stück Papier so unglaublich wichtig? Mhm. Man könnte ja meinen, ist halt Bürokratie, oder? Das ist genau der Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Unsere Quelle macht das auch sehr deutlich. Diese Meldebescheinigung ist wie ein Generalschlüssel. Ein Generalschlüssel, okay. Ja, für ganz viele Dinge des täglichen Lebens hier. Ohne sie stößt du auf erhebliche Hürden. Zum Beispiel? Naja, stell dir vor, du willst ein Bankkonto eröffnen. Ja, braucht man ja. Eben. Ohne Meldebescheinigung oft unmöglich. Gleiches gilt für den Abschluss einer Krankenversicherung. Die Pflicht ist in Deutschland. Genau. Und selbst für einen einfachen Handyvertrag wird sie häufig verlangt. Echt? Sogar dafür? Ja. Die Anmeldung ist also die Grundvoraussetzung für diese essentiellen Dinge. Puh, okay, das ist wirklich eine Kette, die da dranhängt. Also keine Nebensächlichkeit, Absolut nicht. sondern absolut zentral, um hier überhaupt handlungsfähig zu sein im Alltag. Man ist sonst quasi blockiert. Genau. Du stößt schnell an Grenzen, wie du sagst. Das erklärt einiges. Was genau muss ich denn mitbringen, wenn ich mich auf den Weg zum Bürgeramt mache? Mhm. Welche Dokumente sind laut der Quelle unerlässlich? Die Quelle nennt hier zwei absolut zentrale Dokumente. Ohne die geht es wirklich nicht.
Okay, welche? Zum einen brauchst du dein gültiges Identitätsdokument. Also Pass. Genau. Dein Reisepass in der Regel, oder wenn du aus einem EU-Land kommst, kann es auch dein Personalausweis sein. Okay. Und das zweite? Und zum anderen, und das ist wirklich ein Knackpunkt, den die Quelle stark hervorhebt, brauchst du die sogenannte Wohnungsgeberbestätigung. Wohnungsgeberbestätigung. Das Wort allein klingt schon sehr offiziell. Ist es auch. Das ist, so verstehe ich die Quelle, das Dokument, das mein Vermieter oder meine Vermieterin ausfüllen muss. Richtig. Ausfüllen und unterschreiben. Eine Art Beweis, dass ich tatsächlich in die Wohnung eingezogen bin. Exakt. Der Wohnungsgeber, das ist eben meist der Vermieter oder die Hausverwaltung, Mhm. bestätigt damit schriftlich gegenüber der Behörde, ja, diese Person ist am so und so vielten Datum in diese spezifische Wohnung eingezogen. Ah, okay. Dieses Dokument ist die entscheidende Verbindung zwischen deinem Mietvertrag und deiner offiziellen Registrierung beim Amt. Und die Quelle betont ja, dass ohne dieses spezifische Papier die Anmeldung oft scheitert. Ja, das ist ganz wichtig. Das heißt, der Mietvertrag allein reicht dem Amt nicht. Das ist interessant. Genau das ist der springende Punkt. Der Mietvertrag ist eine zivilrechtliche Vereinbarung zwischen dir und dem Vermieter. Ja, klar. Die Wohnungsgeberbestätigung hingegen ist die vom Meldegesetz geforderte Bestätigung für das Amt. Das ist gesetzlich so festgelegt. Verstehe. Und was hier faszinierend ist, zeigt, wie das System funktioniert. Der Staat verlässt sich hier auf die Bestätigung durch eine dritte Partei, den Wohnungsgeber, Okay. um meinen Wohnsitz zu verifizieren. Richtig. Ohne diese externe Bestätigung fehlt dem Amt der geforderte Nachweis und die Anmeldung kann nicht erfolgen. Das unterstreicht wirklich die zentrale Rolle dieses einen Dokuments. Absolut. Das leuchtet ein. Es ist also eine Art Kontrollmechanismus. Könnte man so sagen, ja? Okay, wir halten fest, Pass oder Ausweis und diese Wohnungsgeberbestätigung sind die absoluten Must-Haves. Genau. Jetzt ist das mit deutschen Ämtern ja so eine Sache. Man hört oft, dass man nicht einfach vorbeikommen kann. Das stimmt meistens. Man braucht einen Termin. Wie kommt man da am besten ran? Gibt die Quelle dazu praktische Tipps? Ja, die Quelle ist da sehr konkret und empfiehlt klar den digitalen Weg. Online also. Genau. Der Tipp lautet, nutze eine Suchmaschine und gib die Stichworte Termin vereinbaren, Bürgeramt plus den Namen deiner Stadt ein. Ah, okay. Zum Beispiel Termin vereinbaren, Bürgeramt Berlin. Oder Termin vereinbaren, Bürgeramt München, genau. Die meisten größeren Städte haben Online-Portale. Auf denen ich dann Termine sehen und buchen kann. Richtig. Du siehst verfügbare Termine und kannst sie direkt buchen. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber was, wenn ich auf dieses Portal gehe und alles ist grau, keine Termine frei? Ja, das passiert leider oft. Vielleicht wochenlang nichts. Das kann, ja, gerade wenn man neu in einer großen Stadt ist, ziemlich frustrierend sein. Absolut. Diese Erfahrungen machen viele, macht auch Stress, klar. Was rät die Quelle da? Auch hier hat die Quelle einen wichtigen Hinweis parat. Nicht verzweifeln.
Und vor allem nicht aufgeben. Okay. Der entscheidende Tipp ist, regelmäßig, am besten täglich, auf dem Portal nachschauen. Wirklich täglich? Ja, oder sogar mehrmals täglich. Sehr oft werden kurzfristig Termine frei, weil Leute absagen. Ah, Oder die Ämter schalten morgens neue Terminkontingente frei. Für den gleichen Tag oder die nächsten Tage. vielleicht etwas Druck raus. Hoffentlich. Aber nehmen wir mal an, du hast diesen Hürdenlauf gemeistert. Mhm. Termin bekommen, pünktlich beim Bürgeramt gewesen, alle Papiere dabei, Pass, Wohnungsgeberbestätigung. Ja. Du hast dich erfolgreich angemeldet und hältst stolz die Meldebescheinigung in den Händen. Ist damit der ganze Prozess abgeschlossen? Fast geschafft. Ah, noch nicht ganz. Ein wichtiger automatisierter Folgeschritt steht noch aus. Deine Anmeldung beim Bürgeramt stößt nämlich einen weiteren internen Prozess an. Okay. Einige Wochen nach deiner Anmeldung solltest du automatisch per Post einen weiteren wichtigen Brief erhalten. Per Post, okay. Darin befindet sich deine persönliche Steueridentifikationsnummer, oft einfach Steuer-ID genannt. Ah, die Steuer-ID. Die braucht man doch, sobald man anfängt zu arbeiten, oder? Das habe ich schon mal gehört. Ganz genau. Diese Nummer ist essentiell, wenn du in Deutschland einer bezahlten Arbeit nachgehen möchtest. Warum genau? Dein Arbeitgeber braucht diese Steuer-ID zwingend, um die Lohnsteuer korrekt berechnen und ans Finanzamt abführen zu können. Ah, okay. Ohne die Nummer? Kann der Arbeitgeber dich im Grunde nicht korrekt abrechnen. Das Gute ist aber, du musst sie nicht extra beantragen. Sondern? Sie wird dir nach der Wohnsitzanmeldung automatisch zugeschickt. Das ist also ein weiterer wichtiger Baustein, der durch die Anmeldung quasi freigeschaltet wird. Okay, das ist ja ein ganzer Rattenschwanz, der da dran hängt, wie man so schön sagt. Ja, das stimmt. Lass uns die Schritte vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, damit du den roten Faden klar vor Augen hast. Gute Idee. So wie die Quelle es beschreibt, ist der Ablauf ja im Grunde logisch. Erstens, du findest eine Wohnung, klar, ohne Mietvertrag. Keine Wohnungsgeberbestätigung. Logisch. Zweitens, ganz wichtig, du besorgst dir von deinem Vermieter diese Wohnungsgeberbestätigung. Am besten direkt beim Einzug oder kurz danach. Nicht zu lange warten. Drittens, mit dieser Bestätigung und deinem Pass oder Ausweis gehst du zum Bürgeramt oder eben Rathaus. Und an den Termin denken. Richtig, Termin nicht vergessen. Viertens, dort meldest du deinen Wohnsitz an und bekommst als Nachweis die Meldebescheinigung. Die gut aufbewahren. Ja, unbedingt. Und fünftens, dann heißt es ein bisschen Geduld haben, bis die Steuer-ID per Post kommt. Bestätigung, Amt, Meldebescheinigung, Steuer-ID. Das sind die Meilensteine. Okay. Ein Punkt, den die Quelle übrigens auch implizit deutlich macht, den sollten wir vielleicht noch erwähnen. Ja. Es gibt eine Frist. Eine Frist? Oh. Welche? In der Regel musst du dich innerhalb von 2 Wochen nach deinem Einzug anmelden. 2 Wochen nur? Ja, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Also plane das am besten direkt mit ein, nicht auf die lange Bank schieben. Wow. 2 Wochen. Das ist sportlich, gerade wenn man neu ankommt. Das ist es.
und vielleicht noch gar nicht weiß, wie das alles funktioniert oder wie man einen Termin bekommt. Stimmt. Das ist ein wirklich wichtiger Hinweis. Sich also direkt nach dem Einzug drum kümmern. Absolut. Puh, das klingt alles nach einem ziemlichen Verwaltungsakt. Aber eben unumgänglich. Das ist er definitiv. Es ist einer der ersten und wichtigsten administrativen Schritte, wenn du in Deutschland leben willst. Mhm. Aber wie wir gesehen haben, ist es eben nicht nur lästige Bürokratie um ihrer selbst willen. Sondern, Was hier wirklich wichtig ist zu verstehen, und das zieht sich so durch die Informationen der Quelle. Diese Anmeldung ist der zentrale Schalter. der Schalter. Ja, der viele andere notwendige Dienste und Prozesse überhaupt erst ermöglicht. Sie ist die formale Eintrittskarte ins System. Fürs Bankkonto, die Versicherung. Genau. Bankkonto, Krankenversicherung, Handyvertrag und eben auch für die Arbeitsaufnahme über die Steueridee. Sie integriert dich offiziell. Das ist eine gute Zusammenfassung der Bedeutung. Man legt damit quasi den Grundstein für sein Leben hier. So kann man es sehen. Ja. Das war unsere heutige Besprechung zur Anmeldung des Wohnsitzes in Deutschland. Basierend auf der Quelle, die diesen Prozess für dich aufschlüsselt. Mhm. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns tiefer einzusteigen. Ja, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Erläuterungen helfen dir bei deinen ersten Schritten. Bestimmt. Bis zum nächsten Mal. Und natürlich wünschen wir dir viel Erfolg bei der Anmeldung und allem, was danach kommt. Und zum Abschluss, wie immer, noch eine kleine Frage zum Weiterdenken für dich. Ah ja? Ergibt sich aus unserer Besprechung und zielt auch ein bisschen auf die deutsche Mentalität vielleicht. Warum glaubst du, legt die Behörde so viel Wert darauf, dass gerade der Vermieter mit dieser Wohnungsgeberbestätigung deinen Einzug bestätigt? Mhm. Interessante Frage. Was sagt das vielleicht über das Vertrauen des Staates in verschiedene Akteure aus? Und warum reicht der Mietvertrag allein nicht aus? Vielleicht eine interessante Überlegung für den Weg zum Bürgeramt. Mach's gut und bis bald.